Yo Freunde, heute sind wir auf dem Sportplatz und wir zeigen euch mit der Unterstützung von Samsung, wie Tims Schusstechnik funktioniert. Mit dem neuen Samsung Galaxy S9 Plus und der Super Slow Motion Video Funktion, die mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde filmt, zeigen wir euch jetzt die einzelnen Schritte meiner Schusstechnik, damit ihr sie für euch zu Hause nachmachen könnt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn dort könnt ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem wir euch die ein oder anderen Tricks auf dem Sportplatz zeigen werden. Ansonsten viel Spaß beim Video. Man braucht keinen speziellen Ball, um einen Knuckleball auszuführen. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, dass der Ball nicht wie hier platt ist, sondern einen normalen Luftdruck hat von ca. 0,8 bis 0,9 bar. Einen speziellen Schuh brauchst du auch nicht. Du solltest einfach darauf achten, dass der Schuh dir gut passt und du dich in dem Schuh wohlfühlst. Bei einem Topspin-Ball treffe ich den Ball genau in der Mitte, etwas unterhalb und versuche meinen Fuß danach direkt nach oben durchzuschwingen, damit der Ball nur eine Vorwärtsrotation bekommt und keine seitliche Rotation. Bei einem Curveball versuche ich den Ball etwas links versetzt in der Mitte zu treffen und schwinge meinen Fuß seitlich um den Ball herum und wickle den Fuß auch etwas um den Ball herum beim Treffen des Balls, damit der Ball viel seitliche Rotation bekommt und eine Art Kurve fliegt in der Luft. Bei meiner Schusstechnik kombiniere ich die beiden Schusstechniken und versuche den Ball so zu treffen, dass er eine Vorwärtsrotation sowie eine leichte seitliche Rotation bekommt, damit der Ball sich zum einen sehr viel senkt und zum anderen auch eine leichte Rotation zur Seite hin macht, um über die Mauer drüber zu fliegen und danach sich wieder ins Tor zu senken. Ich benutze für meine Schusstechnik den Innenspann, da ich so dem Ball zum einen relativ viel Kraft mitgeben kann und zum anderen aber auch den Ball gut anschneiden kann. Für den Anlauf gehe ich etwa 4 Schritte zurück und einen Schritt zur Seite, damit ich einen leichten Winkel zum Ball habe, aber nicht zu viel, damit der Ball nicht zu viel Rotation bekommt. Man kann den Anlauf variieren, da es Spieler gibt, die, um mehr Kraft zu entwickeln, mehr Anlauf brauchen und andere Spieler, die benutzen lieber 1-2 Schritte Anlauf, um den Ball möglichst präzise treffen zu können. Da je länger der Anlauf ist, desto ungenauer wird mein Treffpunkt vom Ball. Ich versuche bei meiner Schusstechnik eine möglichst gerade Körperhaltung einzunehmen. Mein Standbein positioniere ich ca. 30 cm vom Ball entfernt auf einer Höhe mit dem Ball und versuche dann das Knie von meinem Schussbein über den Ball zu bringen, damit der Ball nicht über das Tor geht. Nach dem Treffen des Balls versuche ich mein Schussbein nach links oben wegzuschwingen. Ich stoppe die Bewegung, wenn mein Knie ungefähr auf Hüfthöhe ist, damit der Ball genug Rotation bekommt, zum anderen aber auch nicht zu viel Rotation, damit er einfach nur flach fliegt und in die Mauer geht. Der Vorteil bei dieser Schusstechnik ist, dass man zum einen die Schusstechnik auch aus größerer Distanz anwenden kann, da man mehr Kraft entwickeln kann beim Schuss, und zum anderen, dass sich der Ball sehr viel senkt, kann man auch, wenn man sehr nah vom Tor steht, diese Schusstechnik anwenden, da es für Torhüter sehr schwer ist, den senkenden Ball einzuschätzen, wie ein Ball, der einfach nur eine Kurve fliegt, beziehungsweise einfach nur gerade hoch und wieder gerade runter fliegt. Das Wichtigste bei dieser Schusstechnik, wie auch bei allen anderen, ist, dass ihr einfach viel übt. Holt euch zum Beispiel nach dem Training 10 Bälle, schießt noch 10-15 Minuten aufs Tor und übt immer wieder dieselbe Technik, damit ihr sicher werdet in der Technik und sie auch im Spiel anwenden könnt.
finde, Tim hat seine Schusstechnik gut erklärt. Was müssen die Zuschauer denn jetzt machen, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können? Ladet euer eigenes Slow-Motion-Fußballvideo auf Instagram hoch. Und es ist wirklich ganz egal, Hauptsache ein epischer Fußballmoment wird aufgenommen. Sei es eine Parade, sei es ein Schuss, sei es ein Fail. Hauptsache es ist ein Slow-Motion. Und vergesst nicht, den Hashtag EverydayEpic zu benutzen und samsungmobile.de zu markieren. Ansonsten findet ihr alle weiteren Details und Teilnahmebedingungen unten in der Infobox. Und ansonsten noch viel Spaß bei unseren Videos und viel Spaß beim Üben.